Float Plus, ein Name, der passionierten Bellyboot-Anglern da draußen bekannt ist. Eine niederländische Company, die mittlerweile fast 10 Jahre am Markt ist und sich darauf spezialisiert hat, High-End-Bellyboote zu entwickeln. Damit aber nicht genug. Da raubt ein Hecht. Die Niederländer haben außerdem ein Motorsystem entwickelt, was zusammen mit einer Steuerung und einer Batterieeinheit geliefert wird, womit ihr nicht nur schnell von einem Spot zum anderen kommt, sondern auch sicher sein könnt, dass ihr am Abend nach einem langen Tag wieder sicher im Hafen seid. Wir schauen uns jetzt mal dieses coole System mit dem Motor im Detail an und ich zeige euch alle Details, die ihr über das Float Plus wissen müsst. Schauen wir uns das Float Plus 2 einmal genauer an. Ich habe jetzt hier bei mir die Fly-Version, wie ihr seht, mit einem Schnurkorb vorne, damit ihr beim Fischen eure Schnur ordentlich ablegen und damit sie beim nächsten Wurf schnell wieder rausschießen kann. Das Ganze schon beim ersten Aufbau merkt man, es ist super hochwertig verarbeitet. Das Material ist ganz anders, als ihr es von gewöhnlichen Bellybooten kennt. Erinnert eher an so ein High-End-Schlauchboot, so ein Dinghy. Ich bin mit solchen Dingern schon im Dschungel herumgefahren. Also das Material hier ist wirklich sehr robust. Im Inneren, auch das super interessant, befinden sich 6 unterschiedliche Luftkammern. Sollte also mal etwas passieren, habt ihr immer noch genügend Auftrieb, um sicher wieder ans Ufer zu kommen. Apropos Auftrieb, das Ganze hier hat eine Maximalladung von beeindruckenden 220 Kilogramm. Das ist wirklich krass und mit einem normalen Bellyboot überhaupt nicht zu vergleichen. Das heißt, ihr könnt ein bisschen schwerer gebaut sein, ihr könnt aber auch einiges an Material, Zubehör und so weiter mitnehmen. Also hinten rein kommt nachher bei mir noch die Motor- und Batterieeinheit, aber ich könnte mir auch vorstellen, eine kleine Kühltasche mit reinzunehmen und einiges an Zubehör für einen schönen Tag draußen am Wasser. Besonders beeindruckend fand ich schon den Aufbau dieses Bellyboots. Es ging nämlich super schnell, dank dieser elektrischen Pumpe, die ich mir als optionales Zubehör dazugeholt habe. Jede Luftkammer ist beschriftet mit dem genauen Druck, der empfohlen wird. Und hier an der Pumpe kann ich einstellen, wie viel Luft in jede Kammer kommt. Und innerhalb von 2 Minuten war das Ding so, wie es jetzt hier steht, aufgebaut. Also das ist wirklich cool, das geht schnell. Das Ding hat bei mir easy in den Kofferraum gepasst und in ein paar Minuten war ich fertig und könnte eigentlich jetzt sofort loslegen. Ich erzähle euch aber vorher noch ein bisschen was weiter, denn was ich auch super finde, die Sitzfläche besteht aus 2 Luftkammern und ihr sitzt deutlich höher als bei gewöhnlichen Bellybooten. Also die Zeiten von einem nassen Hintern sind lange vorbei beim Fischen. Hier kann ich mir gut vorstellen, auch mal im Sommer einfach mit einer kurzen Hose drauf zu sitzen und nicht den ganzen Tag mit dem Hintern im Wasser. Also das ist wirklich cool. Cool ist auch, dass ihr die Sitzposition noch mal variieren könnt. Also ihr könnt einstellen, wie ihr sitzen wollt, ein bisschen aufrechter, ein bisschen chilliger zurückgelehnt. Also das sind noch mal viele kleine Möglichkeiten, alles auf euch einzustellen. Ja, im Lieferumfang enthalten sind außerdem diese beiden großen Taschen hier auf der Seite. Die werden per Klettverschluss angebracht und dort findet ihr viel Stauraum für Zubehör, für eine große Fliegenbox, die hoffentlich mit unseren ADH Big Fish Flies gefüllt ist und alles, was ihr für einen langen Tag am Wasser braucht. Die überragende Qualität der Anbauteile und Zubehörteile von Float Plus merkt man zum Beispiel auch hier vorne bei dieser Fly-Einheit. Ich habe hier den großen Schnurkorb, da ist auch nochmal eine Maßanzeige drin. Wenn ich zum Beispiel am Forellensee unterwegs bin, dann kann ich hier eine Forelle bis 50 cm ganz schnell und easy abmessen. Aber bei diesen kleinen Details fällt mir einfach auf, dass hier sich wirklich viele Gedanken gemacht wurden. Diese Querstange hier ist wirklich massiv, die wird für den Transport rausgenommen und wird dann eingesetzt zur Stabilität, damit die beiden Luftkammern in Position bleiben und damit natürlich unsere Fly-Einheit hier angebracht werden kann. Der Transport dieses Float Plus Bellyboots wird auch erleichtert, weil ich auf der Unterseite 2 große Rollen habe. Das heißt, ich brauche mir das Bellyboot nicht auf den Rücken packen und es umständlich tragen, sondern ich kann es ganz bequem schieben. Die großen Rollen lassen sich dann, wenn ich fischen gehe, einfach in der Position verändern, also nach oben klappen und schon geht's raus aufs Wasser. Auf der Unterseite des Bellyboots haben wir eine Verstärkung und dort wird der Motor in einer Schiene eingelassen und eingerastet und sitzt dann so sicher und fest in Position und bringt uns, wie gesagt, von einem Spot zum anderen oder abends eben wieder schnell und entspannt zurück zum Spot, wo wir geparkt haben. Selbst wenn ihr euch für das Float Plus Pro 2 Motorsystem entscheidet, kommt ihr um die gute alte Flosse nicht herum.
Eine Flosse gehört beim Bellyboot-Angeln immer dazu. Natürlich, falls ihr das Bellyboot einfach ohne Motor nutzen wollt, aber auch, um zum Beispiel das Bellyboot beim Fischen zu drehen oder nach dem Einstieg die ersten Meter vom Ufer euch zu entfernen. Dann braucht ihr weiterhin eine normale Flosse. Zu den wichtigen Rahmendaten des Float Plus 2 gehört natürlich noch das Gewicht und die Maße. Mit 9 Kilogramm ist das Float Plus 2 wirklich leicht, das heißt leichter als ein Wasserkasten und damit auch leicht aus dem Kofferraum zu heben. Und in ein Kombi passt das Bellyboot, so wie es jetzt hier steht, rein, bei mir zumindest. Denn das Bellyboot ist etwa 1,18 Meter breit und 1,60 Meter lang. Falls ihr einen kleineren Wagen habt, könnt ihr einfach Luft rauslassen und das Bellyboot ein bisschen zusammenfalten und dann passt es einfach auch in den kleineren Wagen easy rein. Ja, neben dem Float Plus 2 Bellyboot, was ihr separat kaufen könnt, hat mich besonders diese Float Plus Pro Einheit hier interessiert. Also diese Einheit bestehend aus Motor, Fernbedienung und Batterie und das Ganze wird geliefert hier in einem wasserdichten Case. Also auch da keine Angst, das ganze System ist mega smart und durchdacht und am Ende wird es verschlossen, wird hinten im Bellyboot fixiert und dann kann da nichts passieren. Selbst wenn es mal regnet oder bei Spritzwasser ist diese Batterie hier im Inneren bestens geschützt. Die Jungs von Float Plus haben an diesem System wirklich lange rumgetüftelt, um es zu perfektionieren und das merkt man an vielen kleinen Details. Zum Beispiel an den ganzen Anschlüssen hier auf der Außenseite, das ist sehr hochwertig verarbeitet. Ihr habt hier übrigens auch noch so einen Kill-Switch-Button, also solltet ihr mal so einen Notstopp benötigen. Und wie ich finde auch sehr clever gelöst ist, wie der Motor mit der Batterieeinheit verbunden wird. Natürlich mittels eines Kabels, aber dieses Kabel wird durch ein Loch in der Unterseite des Bellyboots geführt, sodass ihr keinen Kabelsalat irgendwie außen am Bellyboot habt, sondern das Ganze ist wirklich smart gelöst und sehr, sehr clean designt. Diese Koffer kennt ihr vielleicht aus dem Kamerabereich. Wir benutzen sowas auch zum Schutz unseres Equipments, also Sachen, auf die man sich hundertprozentig verlassen kann. Ja, schauen wir uns mal hier diese Batterieeinheit und die Fernbedienung ein bisschen genauer an, denn auch hier gibt es ein paar coole Details, wie ich finde. Erstmal natürlich die Fernbedienung, die ich mal hier von der Dockingstation runternehme, ist natürlich kabellos. Das Ganze läuft über Bluetooth. Ihr braucht aber gar nichts einstellen. Das ist alles ready to go, ist schon super vorinstalliert. Ihr braucht eigentlich nichts mehr machen. Die Fernbedienung wird auf dieser Dockingstation hier auch geladen. Das heißt, ihr braucht keine Angst haben, das mal zu vergessen. Wenn ihr den Koffer morgens aufklappt, ist die Fernbedienung auf jeden Fall immer geladen. Ja, die Fernbedienung hat ein paar einfache Funktionen, hat hier zwei Knöpfe. Ich habe einmal den An- und Ausknopf und dann hier diesen Drehregler. Und mit diesem Drehregler kann ich die Geschwindigkeit des Motors variieren auf einer Skala von 0 bis 100, also von sehr langsam bis wirklich beeindruckend schnell. Und der Motor läuft natürlich nicht nur vorwärts, sondern auch rückwärts. Ja, das Ganze wird wie gesagt hier geladen. Beim Fischen habe ich das Ganze vorne bei mir am Mann, kann es mir zum Beispiel in eine der Taschen packen oder umhängen, wie auch immer. Und die Batterie hier in meinem System bringt 31.200 mAh mit. Das bedeutet, selbst wenn ihr große Strecken zurücklegt oder einen langen Tag am Wasser habt, braucht ihr keine Angst haben, dass die Batterie euch hier im Stich lässt. Mit dabei ist natürlich auch ein hochwertiges Ladesystem, mit der ihr die Batterie dann nachts schnell wieder auf volle Kapazität aufladen könnt. Noch ein Tipp für alle, die sich ihr Float Plus 2 noch weiter pimpen wollen. Float Plus bietet natürlich weiteres Zubehör an, wie zum Beispiel ein Halter für Ruten und so weiter. Das Ganze ist auch sehr, sehr hochwertig und clever gelöst. Also falls ihr euer Bellyboot noch weiter aufregen wollt, schaut da unbedingt mal bei Float Plus in die Zubehörteile rein. Ich würde vorschlagen, genug der Theorie, ab geht's in die Praxis. Wir bringen das Boot jetzt mal aufs Wasser, da wo es hingehört. Ich schließe meinen Motor an, schnapp mir die Fernbedienung, dann geht's raus, ein paar Hechte suchen. Ja Leute, ich habe mir meine Flossen angezogen, meine Schuhe liegen hinten im Kofferraum. Hier ist meine große Fliegenbox, hier ist meine Zweitroute mit einer anderen Sinkrate. Hier ist meine Fernbedienung und jetzt geht's los. Ich nehme euch mit raus ans Wasser, wir sehen uns gleich hoffentlich mit dem ersten Hecht. Falsch rum. So, bis gleich. So Leute,
Leute, ich bin an meinem ersten Spot angekommen. Wie ihr seht, ich benutze gerade die Flossen, um mich so richtig diskret und langsam zu bewegen, um mich zu drehen, um zu manövrieren. Aber habe natürlich vorher, um nach hier zu kommen, meinen Motor benutzt und das war richtig komfortabel. Ich habe, würde ich sagen, etwa 1 bis 2 Kilometer Strecke zurückgelegt und das ging wirklich schnell. Am Anfang noch so auf kleiner Fahrt, ein bisschen am Schilf entlang, habe mich an das System gewöhnt, aber es ist wirklich sehr intuitiv, lässt sich leicht bedienen und dank des farbigen LCD-Displays hat man auch wirklich immer die optimale Übersicht, welche Einstellung beim Motor man gewählt hat. Dann habe ich mal richtig Vollgas gegeben, um hier an meine Abbruchkante, die ich mir bei Google Maps rausgesucht habe, zu kommen. Und ich bin wirklich beeindruckt. So schnell kommt man auf Land auf jeden Fall nicht hierher. Also richtig, richtig flott ist das Ding. Und der Batteriestatus zeigt natürlich immer noch 100% an. Das Manövrieren funktioniert beim Float Plus natürlich wie bei jedem anderen Bellyboot auch. Ich nutze dafür einfach meine Flossen und kann mich wirklich auch auf engstem Kreis drehen. Das ist überhaupt kein Problem. Habe also somit die Möglichkeit, in alle Richtungen zu fischen, bin super flexibel und dank des Motors kann ich natürlich, wenn gewünscht, einfach mal ein bisschen bequem Strecke machen. Ja, gestern habe ich hier auf meine blau-weiße Flash-Fliege aus unserer Big Fish Fly Kollektion noch gut gefangen, aber heute ist so ein bisschen Ententeich-Stimmung. Ich wechsle jetzt einfach mal durch, das Wasser ist auch mega klar, nehme mal ein bisschen was Diskreteres und natürlich haben wir da auch was Schönes in unserem Line-Up, nämlich hier so ein bisschen was Natürlicheres, ganz dezenter Flash-Einsatz, nur schwarz. Die wird uns jetzt hoffentlich den ersten Hecht bringen. Ja, mega cool an dem Float Plus 2 finde ich die großen Taschen, also da passt hier so ein großer Fliegenkoffer ohne Probleme rein. Das ist nicht selbstverständlich für ein Bellyboot, ansonsten hatte ich oft meinen Fliegenkoffer hinten einfach drin und dann wird er natürlich ein bisschen nass. Das ist nicht so cool, das ist hier deutlich besser gelöst. Und falls ihr richtig sicher gehen wollt, dass hier drin nichts nass wird, als optionales Zubehör gibt es diese großen Taschen auch in einer wasserdichten Version. Also da könnt ihr auch gerne nochmal in das Zubehör von Float Plus reinschauen. Ja, 2 Vorteile vom Float Plus 2 gegenüber vielen anderen Bellybooten, die ich schon gefischt habe, sind mir schon aufgefallen in der kurzen Zeit. Das ist einmal hier diese riesige Schnurablage von der Fly Edition. Das ist deutlich größer, als ich es von vielen anderen Bellybooten bekomme. Außerdem ist das ein richtiger Korb. Das ist nicht nur eine Matte. Die Fliegenschnur bleibt also wirklich hier drin. Ich kann auch mal noch eine Fliege ablegen, die ein bisschen abtrocknen soll. Das ist ein dicker Pluspunkt. Und der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, eigentlich schon direkt beim Einsteigen, ich sitze viel, viel höher als bei einem gewöhnlichen Bellyboot. Ich sitze wirklich erhöht, hier kommt keinerlei Wasser rein. Auch in voller Fahrt ist hier nichts reingeschwappt. Also das wirklich super und richtig cool. Wenn ich ins Flachwasser reinfahre, auch das habe ich eben am Schilf schon gemacht, habe ich kein Problem. Also ich kann wirklich ganz, ganz flach fischen. Auch das ist mit dem Bellyboot hier ohne Probleme möglich. So, Motor aus, da bin ich wieder. Leute, es hat richtig, richtig Bock gemacht. Ich hatte jetzt ein paar Stündchen Zeit, mich mit dem ganzen System, dem Float Plus 2 Bellyboot und dem Pro-Motor-System vertraut zu machen. Es ist so intuitiv, es macht so Bock und vor allen Dingen, ihr erweitert euren Radius so unglaublich. Ich bin ein ganzes Stück rausgefahren hier aus meinem Hafen, 1 Kilometer runter, dann nochmal 1 Kilometer in die andere Richtung, konnte mich die ganze Zeit entspannt zurücklehnen und am Spot angekommen, dann eben mit kleiner Fahrt, ganz vorsichtig oder mit den Flossen manövrieren. Das ganze System ist einfach so durchdacht, man sitzt hoch, man sitzt bequem, es macht einfach Bock und deswegen war das mit Sicherheit nicht unser letzter Test mit dem Float Plus 2. Ich packe mir das Ding jetzt wieder in den Kofferraum, fahre nach Hause und wir sehen uns mit Sicherheit mit diesem Bellyboot bald wieder am Wasser.